Blomcast. Turning Points in History. Wendepunkte in der Geschichte. Hallo und willkommen beim Blomcast, dem Podcast, der sich mit Wendepunkten in der Geschichte beschäftigt. Und in den letzten Folgen und auch in einigen der nächsten Folgen sind wir sehr, sehr gegenwärtig geworden und sehen sogar in die Zukunft. Aus dem einfachen Grund, dass sich viel von meiner Arbeit mit politischen Themen beschäftigt und dass ich argumentieren würde, wir leben am größten Wendepunkt, den die Menschheit jeweils mitgemacht hat. Auf der anderen Seite gibt es vielleicht noch einen und wir leben am zweitgrößten. Denn der allergrößte, das muss ja wohl doch der gewesen sein, wie wir überhaupt geworden sind, wer wir sind. Und ich freue mich sehr, dass ich darüber heute mit Julia Fischer sprechen kann. Frau Fischer, Sie sind Professorin in Göttingen. Sie haben auch eine Johann Gutenberg Stiftungsprofessur und geben also öffentliche Vorlesungen auch. Sie sind auch Autorin eines Buches, das mit dem schönen Titel Affengesellschaft. Manchmal scheinen einem die Primaten ja näher zu sein, als einem lieb ist. Und genau darüber möchte ich eigentlich mit Ihnen sprechen. Erstmal schön, dass Sie da sind. Und können Sie uns einen kurzen Einblick geben, was tun Sie eigentlich? Sie sind Primatenforscherin. Was tut eine Primatenforscherin? Was interessiert Sie besonders? Also mich interessiert besonders erstmal, dass wir dieses schöne Gespräch hier haben. Ich freue mich sehr über Ihr Interesse. Und in der Forschung interessiert mich besonders das Zusammenspiel der Evolution von Sozialverhalten, Kommunikation und Intelligenz. Weil wir ausgehend von uns selber, wie wir Menschen sind, immer egozentrisch denken, unsere Intuition ist, das hat sehr viel miteinander zu tun. Ja, je komplexer unsere Gesellschaft ist, desto komplexer ist auch unsere Kommunikation und desto wichtiger ist die Intelligenz. Und können wir das so sehen, wenn wir uns Evolution von diesen 3 Komponenten ansehen? Und da sehen wir doch große Unterschiede und das finde ich unheimlich spannend. Und mich interessiert auch sehr, wie die Gesellschaftsform gewissermaßen den Wert von sozialer Information verändert oder die Art, wie kommuniziert wird, verändert und das dann wiederum zurückwirkt auf die Gesellschaftsform. Es geht also darum, wie Primaten kommunizieren, wie Primaten ihre eigenen Gesellschaften organisieren. Dabei, ich meine, die Primatologie ist ja eigentlich noch ein sehr junges Forschungsfeld. Ich habe einmal Jane Goodall getroffen, die, glaube ich, eine der ersten Frauen war sicherlich im Feld, aber auch die mitgeholfen hat, diese Wissenschaft zu revolutionieren. Und was eigentlich erstaunlich ist, ist, wie lange Menschen so wenig über Primaten wussten. Also da muss man natürlich sagen, wie westlichen wissenschaftlichen Menschen. Westliche Wissenschaften tatsächlich. Also es gab schon Naturforscher ja im 19. Jahrhundert, die auch aufgeschrieben haben, ihre Berichte, Reiseberichte, die sich für Primaten interessiert haben. Es gab Ende des 19. Jahrhunderts einen Forscher, der sich tatsächlich ein Grammophon ausgeliehen hat, beziehungsweise einer der ersten Aufnahmegeräte, die damals von Alva Edison entwickelt worden waren und damit den Zugang ist, um die Sprache der Affen, die er dort im Zoo vorfand, aufzunehmen und das wieder zurückzuspielen. Also Experimente, die wir heute auch noch machen, Playback-Experimente. Das gab's schon, aber natürlich so dieser ganz große Aufschwung kam im Prinzip dann in den 60er Jahren. Und Jane Goodall war ja dadurch mit ihrer engen Zusammenarbeit mit National Geographic hatte sie auch gleich also Social Media sozusagen in der damaligen Form. Es wurde so sehr schnell sehr populärwissenschaftlich dann auch aufgegriffen und weiterverbreitet. Es gab auch andere, die hatten zum Beispiel Adrian Cortland, der war auch gleichzeitig mit Jane Goodall in Afrika und hat Schimpansen beobachtet. Der ist praktisch völlig in Vergessenheit geraten, weil er eben nicht diese mediale Aufmerksamkeit erregt hat. Aber tatsächlich war das mit Louis Leakey, mit dem Interesse für die großen Menschenaffen und dann auch der medialen Aufmerksamkeit hat das Thema einen unglaublichen Aufschwung gefunden. Wie Sie sagen, in der medialen Aufmerksamkeit, da klappert ja oft der Erkenntnisstand einige Jahrzehnte oder Jahre hinterher. Und da wird oft so der wissenschaftliche Erkenntnisstand von vor einiger Zeit, zumindest wurde das lange so transportiert. Ich kann mich zum Beispiel erinnern, als ich ein Kind war, also in den, sagen wir, 70er, 80er Jahren, da
wuchs ich auf mit Naturdokus von Cimek und anderen Größen. Und da lernte ich, dass nicht nur jedes Tier perfekt evolutionär angepasst ist auf seine evolutionäre Nische, wie ein Sportwagen, der ganz perfekt getuned ist darauf, aber dass zweitens Tiere nur Sex haben, wenn sie sich fortpflanzen und nur Gewalt anwenden, wenn sie sich entweder ihr Leben verteidigen oder wenn sie fressen müssen. Wir wissen heute, dass es alles vollkommener Unsinn ist. Dass das alles eine Projektion menschlicher Tugenden oder Untugenden auf die Tiere ist. Dass aber da auch, ich meine, Jane Goodall hat das erzählt, vielleicht sagen Sie, das ist apokryph, das kann gut sein, aber es scheint mir doch, sagen wir, ausdrucksstark, dass ihre Kollegen ins Feld geschickt wurden mit dem Auftrag, typisches Verhalten zu dokumentieren. Und untypisches Verhalten halt nicht dokumentiert wurde, weil es ja nicht der Dokumentation wert war. Und so kam man halt mit ganz wissenschaftlichen Ergebnissen zurück. Die sagten, Tiere wenden nur Gewalt an, wenn sie fressen müssen oder sich verteidigen, obwohl gerade die Schimpansen regelrechte Kriege führen, bewusst grausam sind, sogar symbolisch grausam sind. Ist das nicht erstaunlich, dass gerade in diesen Wissenschaften, wie Sie sagen, der große Push kam in den 60er Jahren, das ist vor sehr kurzer Zeit, dass wir diese Art von sozialer Projektion der eigenen Gesellschaft auf die Natur zum ersten Mal wirklich in großem Stil hinterfragt haben? Ja, die interessantere Frage für mich ist eigentlich, ist es nicht immer noch so? Ja, natürlich. Nur wir erkennen es nicht, ja, weil wir noch nicht in der Lage sind, diese Muster in uns selbst zu erkennen. Und ich versuche das natürlich, wir diskutieren das viel in unserer Gruppe, in unserem Team. Wir arbeiten ja im Feld im Senegal und haben dort eine Feldstation, wo wir an Guinea-Pavianen forschen. Und das war schon auch sehr spannend, weil über diese Art fast nichts bekannt war. Und wir haben am Anfang lange darüber nachgedacht, welche impliziten Erwartungen haben wir? Wie kann das unsere Art der Datenaufnahme schon so verändern, dass wir das rausfinden, was wir sehen wollen? Und ich habe deshalb viel, gerade mit den jüngeren, etwas ungestümeren Mitgliedern im Team gesagt, lasst uns versuchen, gar keine Erwartungen zu haben. Lasst uns versuchen, möglichst offen zu bleiben. Es könnte auch ganz anders sein, als wir es denken. Das ist nicht einfach. Aber natürlich ist es so, gerade bei nichtmenschlichen Primaten, weil wir sind ja auch Primaten. Also zum einen ist da immer diese Nähe und die Versuchung, da vorschnell zu übertragen. Dann gibt es dieser Wunsch, irgendwas in den Affen zu entdecken. Das ist ja jetzt im Moment sehr populär, dass man immer versucht, in den Affen was zu entdecken, was sie schon können, also die Menschen näher zu machen, ja, als es vielleicht vor 30, 40 Jahren noch der Fall war. Aber wir kommen auch aus den theoretischen Konzepten. Viele von denen kommen dann aus der Psychologie oder die kommen aus der Spieltheorie oder aus der ökonomischen Theorie. Und wir gehen immer mit Konzepten daran, die eigentlich für Menschen entwickelt worden sind und haben deshalb immer wieder dieses Problem, werden wir mit unseren Annahmen und Voraussetzungen eigentlich dem gerecht, was die Tiere wirklich machen? Und können wir das überhaupt erkennen? Vermutlich nicht. Aber wir können zumindest versuchen, das zu reflektieren, wo diese Schwachstellen, sagen wir mal, sind, ja, wo unsere Daten immer wieder belastet sind. Aber das betrifft übrigens nicht nur die Primatologie, also auch in den Neurowissenschaften. Das betrifft alle Wissenschaften. Das ist, und ich meine, darauf hat Bruno Latour uns aufmerksam gemacht. Und das ist natürlich eine der allerwichtigsten Dinge für wissenschaftliche Erkenntnis. Aber wenn man schon der eigenen Erkenntnishaltung gegenüber kritisch ist, dann ist man vielleicht schon mal einen Schritt weiter. Ja, also man muss sich, glaube ich, klar machen, dass man da nicht rauskommt und damit arbeiten. Ja, so im Grunde wie in der Psychoanalyse, ja. Also ich meine, was man in 100 Jahren über die Wissenschaft von heute sagen wird, das wird sicherlich sehr interessant sein. Das wird auch sehr viel mit finanziellen Verquickungen zu tun haben, aber ich habe das Gefühl, dass wir auch wissenschaftlich oder naturwissenschaftlich in einer sehr revolutionären Zeit leben gleichzeitig. Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Ob wir uns nur einbilden, dass es jetzt besonders anders sei und in Wirklichkeit
sind die Dynamiken doch irgendwie immer wieder dieselben. Also manchmal, wenn ich so jetzt Texte lese von vor 50, 60 Jahren, dann denke ich, ach, die haben auch schon eigentlich dieses Problem gehabt, ja, also gut. Aber es ist auf alle Fälle eine spannende Zeit. In der Primatologie muss man natürlich leider sagen, wir wissen nicht, ob es in 100 Jahren noch eine Primatologie geben wird, weil es auch gut sein kann, dass es dann gar keine Affen im Freiland mehr gibt und dann gibt es nur noch die Primatologie an gefangenen Affen, was wir nicht hoffen wollen. Aber es ist natürlich leider vermutlich dann der Fall. Ja. Wenn wir mit der Zerstörung der Habitate so voranschreiten, dann gibt es halt keine Affen im Freiland mehr. Davon gehen Sie aus. Wenn man sich die Menschen anguckt, wie sie sich verhalten, zurzeit auf alle Fälle. Ja, und wir sehen es ja jetzt, mit der Extraktivismus schreitet voran. Trump ist sicherlich auch nicht förderlich, was das angeht. Die setzen ja voll wieder auf das Vorrecht sozusagen, ja, der Erfüllung der menschlichen Konsumbedürfnisse und der Profitmaximierung. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Die Unterwerfung. Das beschäftigt sich mit der seltsamen menschlichen Illusion, dass er als einzige Spezies die Natur unterwerfen könnte. Das heißt natürlich auch mit der konzeptuellen Scheidung zwischen Mensch und Tier und Kultur und Natur etc. Ich habe das Gefühl, dass die Renaissance der Primatologie in den letzten Jahrzehnten auch viel damit zu tun hat, dass dieses Schema endlich zumindest teilweise überwunden wird. Dass wir diese kategorische Scheidung zwischen Menschen und anderen Primaten aufgeben, weil wir einfach erkennen müssen, wie unglaublich ähnlich die uns sind. Sie werden das besser wissen, in den Medien kursiert immer wieder die Zahl von 98,5% unserer DNA, die wir mit Schimpansen und Bonobos teilen. Aber darüber hinaus sind es eben nicht nur die DNA, sondern es sind Verhaltensweisen, es sind soziale Ziele, es sind soziale Strategien, es ist Kultur, also auch vererbte, gelernte Kultur, die vielleicht oder die mit Sicherheit bei Menschen wesentlich dichter und dicker ist als bei anderen Primaten. Aber ich meine, strukturell lernt man doch eigentlich jeden Tag mit großer Bestürzung, wie ähnlich uns andere Primaten sind. Also ich würde natürlich sagen, nicht mit Bestürzung, sondern auch mit Interesse oder mit Faszination. Ich würde sagen, was unser Sozialverhalten angeht, was die Bindungen, was die Wichtigkeit von Beziehungen angeht, da sind wir Affen. Ja, wir sind den Affen näher. Die sind nicht uns näher, sondern wir sind denen näher, als wir denken. Ja, wir sind mehr Affen, als wir denken. Für uns ist es wichtig, Sozialkontakte zu haben und Körperberührungen sind wichtig. Es läuft sehr viel über sich gegenseitig beobachten, über Raumverhalten. Also wenn man einmal so diesen Blick hat für, wie verhalten sich Menschen im Raum, weil wir immer gucken, wie verhalten sich Affen im Raum, dann schärft das natürlich den Blick, was passiert hier eigentlich in sozialen Dynamiken, die auch ganz subtil zum Teil sind, die wir sicherlich alle mitverarbeiten, aber dann nicht so wahrnehmen, weil wir dann mehr auf das gesprochene Wort achten als auf die Körperhaltung. Außer wir machen es uns bewusst. Also da würde ich sagen, da sind wir mehr Affen, als wir uns oft eingestehen. Gleichzeitig würde ich auch sagen, dass unsere Sprachfähigkeit, unsere Fähigkeit zur Reflexion, unser episodisches Gedächtnis, unsere Fähigkeit, uns in kohärenten Geschichten uns zu erinnern, die dann eine Biografie aufbauen, die dann auch das Selbstbild sehr stark prägen, das ist, soweit wir das wissen, einzigartig. Also das ist eben sehr menschspezifisch. Und das hat mit Sprache zu tun? Ich würde sagen, ja. Also ich bin eher konservativ, was die Zuschreibung von Sprachfähigkeit zu Affen angeht. Ich glaube, die regeln die Dinge anders. Und tatsächlich ist irgendwann, und das ist gar nicht so lange her, also wenn man der letzte gemeinsame Vorfahr von Bonobos, Schimpansen und Menschen hat ungefähr vor 6,5 Millionen Jahren gelebt, más o menos. Wenn wir dann uns angucken, wann ist die Sprache entstanden, sind die Schätzungen, sind natürlich, man weiß es ja nicht, aber die Schätzungen ist ja ein Verhalten, es gibt keine fossilen Evidenzen für, irgendwas so um 100.000, vielleicht 200.000 Jahre her. Was übrigens nichts ist. Das ist wirklich sehr wenig. Und was auch sehr interessant ist, ist diese unglaubliche nicht-lineare Dynamik, die in der menschlichen
Evolution stattgefunden hat. Also die Leute haben dann irgendwie 40.000 Jahre lang eine Sorte von Steinwerkzeug benutzt. Und dann plötzlich kam dieser Aufschwung, ja, diese kennen wir von Covid, die Hockey-Stick-Kurve, ja, wo dann plötzlich sich eine Dynamik entfaltet hat, die ist schwer zu erklären, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Sprache da eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Sobald es möglich war, dem anderen zu erzählen, was gestern passiert ist, und er kann was daraus lernen, sind wir ganz woanders. Klar. Oder abstrakt zu planen oder abstrakte Konzepte zu vermitteln oder abstrakte Erfahrungen zu vermitteln. All das. Ja, und mit Symbolen zu operieren. Und das ist zwar immer noch mühselig, selbst für Menschen, ne? Also abstraktes Denken ist auch etwas, was erlernt wird. Aber dann eröffnet es einen Raum, der ist unglaublich. Also zu repräsentieren und das dann auf diese Weise auch weiterzugeben, das ist irgendetwas, was uns wirklich extrem unterscheidet von allen anderen Tieren. Gleichzeitig, ich meine, wenn man sich eine große Menschengruppe ansieht, ich bin immer ein Anhänger der Idee, dass 90% der Kommunikation in Gruppen genauso gut durch Schwanzwedeln oder Ohrenstellungen absolviert werden könnte. Das ist nicht sehr viel abstrakte Information, die da drin ist. Das heißt, wenn Sie sich eine große Menschengruppe ansehen und an Ihre Affen denken, dann ist es doch eigentlich, bleibt dann noch viel, was unerklärt ist in dieser Menschengruppe und in deren Raumverhalten und in deren sozialen Strategien? Das meine ich ja auch. Also, dass diese Gruppendynamiken, das sind ja auch ganz ähnliche Prinzipien, ob man jetzt Menschenmassen hat oder Fischschwärme. Man muss ja nicht mal auf Primaten gucken, sondern Fischschwärme oder Heuschreckenschwärme. Das sind ähnliche Prinzipien, die dann zum Beispiel eine Massenbewegung, also wenn man jetzt irgendeine Masse hat, die zum Beispiel eine Panik entwickelt sich. Das, was dann passiert im Raumverhalten, da geht's nicht um abstraktes Denken. Da werden genau die gleichen Algorithmen im Grunde angewendet. Versuche, gehe mit den anderen mit, mehr oder weniger, aber bleibt dann mir auch nicht viel anderes übrig. Aber das ist das eben, uns zeichnet aus, dass wir wahrscheinlich 90% Tier sind und das nicht so gerne wahrhaben wollen, aber wir haben 10% Kapazitäten, die uns dann sehr stark unterscheiden von anderen Tieren. Ich würde sagen, wir sind 100% Tier, aber wir haben andere Kapazitäten als die anderen. Ja, aber erzählen Sie mir etwas von der Gesellschaft von Guinea-Pavianen. Ich werde vielleicht in absehbarer Zukunft einen Kollegen von Ihnen auch in diesem Podcast bekommen, Robert Sapolsky, der sich, glaube ich, auch mit Pavianen beschäftigt hat. Und der sagt, das Leben eines Pavians ist ausgesprochen brutal und sehr hierarchisch. Wie haben Ihre Paviane, wie sieht deren Gesellschaft aus? Die ist faszinierenderweise eben ganz anders als die Gesellschaft der Pavianart, die Robert Sapolsky untersucht hat. Unsere Paviane, wir haben die eine Zeit lang die Hippie-Paviane genannt. Also erstmal ist es so, in den Anubis-Pavianen, die Sapolsky untersucht hat, da hat man tatsächlich eine sehr steile männliche Ranghierarchie und die männlichen Tiere sind die ganze Zeit damit beschäftigt, ihre Rangposition, wenn sie oben ist, zu halten. Und die weiblichen Tiere bleiben in der Geburtsgruppe. Ihre wichtigsten Sozialpartner sind die anderen Weibchen. Und die sind auch hierarchisch. Und man versucht immer, seine Ressourcen, die man hat, zu verteidigen. Und die Guinea-Paviane, die wir im Senegal untersuchen, die sind völlig anders organisiert. Da bleiben die Männchen in der Geburtsgruppe. Die Weibchen schließen sich einzelnen Männchen an, wählen die aus. Also wir haben verschiedene Kriterien getestet, aber das Hauptkriterium scheint zu sein, guter physischer Zustand. Mit anderen Worten, schönes Haar. Schönes Haar. Haben. Es ist ja erstaunlich, was andere Tierarten für unwiderstehlich halten. Bei den Pavianen, also bei Guinea-Pavianen ist es gutes Haar. Ja, schönes Haar. Die haben ja auch so Mäntel, so ein bisschen wie die Mantelpaviane, sind aber rot, so rotbraune. Ich finde, das sind sehr schöne Tiere. Die sehen nicht so hässlich aus wie andere Pavianarten. Also fabelhafte Mäntel und da scheinen die Weibchen auch was drauf zu geben. Und dann schließen sie sich einem Männchen an und das können die mehr oder weniger aus freien Stücken machen. Also die Männchen setzen kaum Gewalt ein. Mal jagt man ein Weibchen oder so. Aber im Prinzip ist es die Entscheidung des Weibchens, mit welchem Männchen sie sich zusammentut.
Die Männchen untereinander sind befreundet. Die haben tolle Rituale, wo sie dann gegenseitig da sitzen, sich an die Hüfte fassen oder sich zusammen den Kopf schütteln. Und manchmal, wenn es dann so eine richtig ernstes, wir nennen das Begrüßungen, wenn das so eine sehr elaborierte Begrüßung ist, dann fassen die sich beide gegenseitig an den Penis. Was so ungefähr der ultimative Vertrauenstest ist. Das Händeschütteln bei den Guinea-Pavianen. Ja, und dann grunzen sie dabei und haben also diese tollen Rituale und haben untereinander eine kaum feststellbare Ranghierarchie. Also wir haben jetzt wirklich jede Methode, die wir so im Arsenal haben und Köcher haben, drauf losgelassen und man findet nur mit großer Unsicherheit kann man die anordnen und kann sagen, okay, die sind irgendwie höherrangiger, die sind niedrigrangig, aber ob der jetzt Erster, Zweiter, Dritter, Vierter oder Fünfter ist, das kann man eigentlich nicht sagen. Gibt es höhergestellte und weniger hochgestellte? Gibt es die regelmäßig in Konflikten vermitteln zum Beispiel? Weil, ich meine, das Interessante ist ja auch bei anderen Primaten, Macht liegt nicht beim stärksten und muskulösesten, sondern oft beim politisch geschicktesten, der es versteht, Allianzen zu bauen. Ja, das gibt es tatsächlich. Also da hat ja Frans de Waal auch viel drüber gearbeitet, dass sozusagen das politische Geschick entscheidend sein kann. Aber bei uns geht es noch nicht mal darum, ranghoch zu sein. Also die Männchen mit den meisten Weibchen haben mittlere Ränge. Ja, und Rang ist ein Konstrukt, das spielt in dieser Gesellschaft bei den Männchen nicht so eine große Rolle. Also man kann sagen, Männchen, die noch subadult sind oder schon sehr alt sind, die sind rangniederer. Aber alle Männchen, die in einem guten Zustand sind, haben ungefähr denselben Rang. Also es ist mehr fast wie so eine Zweiklassengesellschaft, ja. Und das ist sehr interessant. Da gab es auch viele Kollegen, die dann gesagt haben, ja, aber das passt nicht zur Theorie und deswegen müsst ihr noch mal gucken, ob ihr die Ränge nicht doch findet. Die Theorie muss recht haben und die Realität muss falsch liegen. Ja. Und das hat sehr interessante Konsequenzen, weil die Weibchen dann von Männchen zu Männchen wandern, glucken die eben auch nicht mit ihren weiblichen Verwandten so zusammen und manchmal lassen die Kinder zurück und dann wachsen die in der Obhut der Väter auf. Und es gibt also diese fantastische Diversität in so nah verwandten Arten, wie der Arten, die von Sapolsky untersucht wurde und unsere, sage ich jetzt mal. Woran liegt das? Ich meine, wir kennen, die berühmte Geschichte ist von den Bonobos und den Schimpansen, die im Prinzip derselbe Primat sind, getrennt durch den Kongofluss. Und so wie ich die Geschichte sehr verkürzt kenne, leben die Schimpansen in einer etwas schwierigeren Umgebung und sind sicherlich die brutalere und hierarchischere Art, während die Bonobos mehr Ressourcen haben, sich weniger anstrengen müssen, weniger bedroht sind und eben die glücklichen Hippies geworden sind. Das heißt, da scheint zumindest in dieser Version der Geschichte die Umweltbedingungen, die sozusagen den Kulturunterschied geschaffen zu haben. Was ist zwischen diesen beiden Pavianarten der ausschlaggebende Unterschied? Also man hatte ursprünglich auch gedacht, dass diese soziale Organisation, wie wir sie haben, also diese Art Harems, diese Einmanngruppen, die sich dann mit anderen Einmanngruppen zu einem nächsten Level, wir nennen das Party, zusammentun und die Partys, die sich dann zu Gangs zusammentun, hätte was mit dem Leben in der Wüste zu tun, weil das gab es bei Mantelpavianen auch, die leben in so ariden Gebieten. Aber unsere leben in der Salatschüssel. Ja, also da gibt's immer was zu essen. Das erklärt es also, diese soziale Organisation wird nicht erklärt durch ökologische Unterschiede. Und was wir auch sehen bei den Schimpansen ist, dass deren Art, miteinander zu interagieren, die Aggressivität etc., die ist unabhängig davon, ob das jetzt Savannenschimpansen sind oder Regenwaldschimpansen. Also die kommen auch in einer großen Diversität von verschiedenen Habitaten vor und da gibt es nicht klare Zusammenhänge. Also da werden dann die Gesellschaften nicht sofort unterschiedlich. Und diese Idee des sozioökologischen Modells, so das sei ein bestimmtes Bewusstsein, also wir haben viel zu essen oder wenig zu essen und das hat unmittelbaren Einfluss darauf, wie die miteinander interagieren, das ist leider nicht haltbar. Das ist aber spannend. Ja, wir schwimmen gerade etwas und man musste dann eben sich eingestehen, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, so ungefähr vor 20, 25 Jahren kam dieser Gedanke dann auf, dass das, was angeboren ist, doch
viel weniger wandelbar ist, als wir vermuten. Also, dass man irgendwann ein artspezifisches Merkmal, eine artspezifische Disposition entwickelt, zum Beispiel besonders aggressiv zu sein oder eben gar nicht aggressiv zu sein. Und das ändert sich nicht sofort, wenn man jemandem mehr Essen gibt oder weniger Essen gibt. Also man kann natürlich zum Beispiel, wir haben jetzt neulich ein Experiment gemacht, da wollten wir wissen, ob Männchen, die besonders kompetent sind, die etwas können, was die anderen nicht können, ob die dann populär werden in der Gruppe. Und das haben wir so gemacht, dass wir denen so eine Futterkiste hingestellt haben. Da musste man einen Hebel drücken, dann kamen Erdnüsse raus. Und wenn man jetzt so eine tolle Ressource hat wie Erdnüsse, dann gibt's schon mal Streit, ist ja klar. Aber am Nachmittag dann schon nicht mehr. Und was wir in diesem Experiment gefunden haben, das war eigentlich auch sehr spannend. Also wir haben das so manipuliert, dass wir eine Fernbedienung hatten und immer wenn nur ein ganz besonderes Männchen kam, dann ging der Apparat. Und wenn irgendjemand anders gekommen ist, dann ging der nicht. Das heißt, die anderen konnten den Schluss ziehen, der kann das nicht und der kann das, der Erste. Und was wir gefunden haben, ist nicht, dass die populärer wurden, sondern dass die Weibchen angefangen haben, ihre Männchen zu verteidigen. Also die mit dem zusammen waren, der da so kompetent war, angeblich, die haben den von morgens bis abends gegroomt, also das Fell gepflegt und ihn damit für sich monopolisiert. Und wenn jemand anders gekommen ist, wurde der verjagt. Ja, also er wurde sozusagen für die eine wichtige Ressource. Und als wir die Kiste wieder weggenommen haben, nach 2 Wochen war es dann auch wieder egal. Aber so kann man sich eben man sieht Anpassungen im Verhalten, aber es gibt eben so eine Grunddisposition, aggressiv oder nepotistisch zu sein, also sich vor allem mit den Verwandten zusammenzutun, die liegt da drunter und die ist nicht so einfach aufzuknacken. Ich meine, ist es möglich, dass sozusagen unterschiedliche gesellschaftliche Ordnungen vielleicht gar nicht so sehr als Antwort auf die Umgebung, aber einfach bestehen können, solange sie eine ausreichend starke Bevölkerung hervorbringen? Ja, also man muss sich überlegen, unter welchen Umständen ist es nicht mehr haltbar, in der anderen Form zu leben. Und da ist eben sehr, sehr viel Plastizität. Also es kann ein weiter Bereich abgedeckt werden, bis es so schlimm wird, dass zum Beispiel eine bestimmte Gruppe selektiert wird, also die nicht mehr mitkommen. Dann könnte man ein Schiff zählen. Aber soweit, die halten natürlich als Gruppen auch erstmal zusammen, weil jedes einzelne Tier zwar Konkurrent ist mit den Gruppenmitgliedern, aber gleichzeitig auch das große Interesse hat, in einer funktionierenden Gruppe zu leben. Und insofern gibt es immer wieder dieses Ausbalancieren, das Austarieren zwischen Konkurrenz und Kooperation. Und das puffert natürlich auch viel ab innerhalb einer Gruppe. Zurück zu den Guinea-Pavianen. Sie interessieren sich besonders für ihre Kommunikation. Wie soll ich mir das vorstellen? Ich meine, worüber wird kommuniziert und was sind auch die Strategien? Ich meine, es gibt Tiere, die lügen können, um sich einen sozialen Vorteil zu erwirtschaften. Wie sieht die Kommunikation zwischen diesen Tieren aus? Also Paviane sind da eigentlich kein gutes Modell, weil die vokale Kommunikation, die Laute, die machen, das ist also alles relativ simpel. Der wichtigste Laut ist das Grunzen. Das ist so ein schöner tonaler Laut, so. Und das machen sie, wenn sie sich in freundlicher Absicht einander annähern und dann in eine freundliche Interaktion reingehen. Und dann gibt es noch Kreischen und Bellen und noch ein paar andere Laute. Da ist nicht so viel zu holen. Es ist nicht sehr differenziert. Ja, aber die Kommunikation wird ja nicht nur über Laute gehen. Nee, genau. Und die haben natürlich eben ihr Aussehen. Das ist ja auch eine Form von Kommunikation. Also man sendet ein Signal über den Zustand und dann haben sie Körperhaltung, sie haben Gesichtsausdrücke. Sehr berühmt bei vielen Primatenarten ist, dass die Augenlider sehr hell sind und gedroht wird darüber, dass man die Augenbrauen hochzieht. Machen Menschen übrigens auch noch, aber wir haben nicht diese andersfarbigen Augenlider. Und bei den Primaten sieht man eben von Weitem, ob einer droht, weil das dann so hell aufblitzt. Und dann gibt es auf den Boden schlagen mit der Hand, das ist ein Drohsignal. Also es gibt vielfältige, multimodale Kommunikation und dann gibt's natürlich im Geschlechtsbereich, also die Männchen riechen dann auch mal am Hinterteil eines Weibchens, ob die jetzt gerade
sexuelle, also ob die rezeptiv ist, ob die empfängnisbereit ist, das spielt auch eine Rolle. Die Weibchen haben auch Sexualschwellungen bei vielen Arten, also bei Schimpansen, Bonobos, aber auch bei Pavianen gibt's die. Wo das auch interessant ist, dass bei den Guinea-Pavianen sind die Sexualschwellungen sehr klein und bei den Anubis-Pavian-Weibchen sind die sehr viel größer. Also da gibt's dann schon auch Variationen, was so sexuelle Konkurrenz angeht. Aber ich finde es faszinierend, mir zu überlegen, dass Primaten sozusagen in unterschiedlich konstituierten Gesellschaften leben können. Und solange diese Gesellschaften weiter funktionieren, ist der Anubis-Pavian halt mehr gestresst und brutaler als sein Cousin, der entspannter ist und wahrscheinlich ein besseres Leben hat. Aber beide Gesellschaftsformen sind in sich stabil. Ja, das ist echt spannend. Und die eine Frage, die wir immer noch nicht so richtig verstehen, ist, wie kam es dazu, dass aus der einen Form, also die Anubis-Pavian-Form ist sozusagen die ancestrale, die ursprüngliche Form, wie kam es, dass sich das System umgedreht hat? Es ist ja doch ein radikaler Wechsel, ob die Männchen auswandern oder die Weibchen auswandern. Und ein Faktor, den wir gerade diskutieren, aber auch da waren wir nicht dabei, es passierte, ist, dass es was mit den demografischen Bedingungen zu tun hat. Also dass wenn die Gruppen irgendwann zu groß werden und zu dicht werden, dann ist es für ein Männchen nicht mehr möglich, sich gegen alle anderen Konkurrenten durchzusetzen und in die Etablierung einer Ranghierarchie überhaupt zu investieren. Und dann ist diese andere Strategie, nämlich sich wenigstens mit einem Paarweibchen zu verbandeln und diese an sich zu ziehen, die bessere Strategie. Da aber die Weibchen länger leben und auch länger reproduktiv aktiv sind als die Männchen, müssen die Weibchen irgendwann wandern. Die Weibchen sind länger reproduktiv aktiv als die Männchen. Ja, ungefähr doppelt so lange, ja. Und das heißt, dadurch gibt es schon automatischen Wechsel von einem Männchen zum anderen. Und damit kann man sich vorstellen, dass über so eine Zwischenphase der Paarbildung dann dieses System entstanden ist, dass die Männchen patrilokal sind, bleiben, wo sie herkommen und die Weibchen auswandern. Aber das ist ein Modell, das wir gerade diskutieren. Man kann das auch versuchen, nochmal in irgendwelchen Simulationen zu modellieren. Ob es stimmt, werden wir nicht wissen, weil wir keine Zeitmaschinen haben. Also wenn ich Elon Musk wäre, würde ich nicht auf den Mars fliegen wollen, sondern ich würde eine Zeitmaschine bauen. Das wäre auch viel interessanter, ehrlich gesagt. Drück mal da, ja. Das wäre wirklich faszinierend. Sie sprechen mit einem Historiker. Ich könnte mir so ein paar Momente vorstellen. Nur bitte, ich müsste auch einen Rückwärtsgang haben. Was mich interessiert, ich meine, Sie haben gerade von dem Hockeystick gesprochen. Also das ist dieser riesig ansteigende Graph, den man sieht, wenn man sich so ziemlich alle zivilisatorischen Aktivitäten des Menschen ansieht. Und der geht über die letzten, sagen wir, 2000 Jahre ziemlich steil rauf und dann seit 1960 fast senkrecht drauf. Faszinierende Grafik. Aber ich meine, die Beschleunigung ist ja wirklich atemberaubend, wenn man sich jetzt mal uns als Primaten betrachtet. Wenn wir 200 bis 300 Generationen zurückgehen, sind wir bei den allerersten Stadtkulturen. Wenn wir 10 Generationen zurückgehen, ist das schon die Zeit der Französischen Revolution. Nur 3 Generationen ist die Elektrifizierung. In der letzten Generation gab es das Internet, künstliche Intelligenz etc. etc. Also die Beschleunigung ist atemberaubend. Das es gibt mir immer wieder den Verdacht, dass wir eigentlich hoffnungslos überforderte Primaten sind, die sich selbst in einer gewissen Weise aus ihrer evolutionären Erfahrung herauskatapultiert haben in eine neue Welt, die sie noch überhaupt nicht kennen und auf die sie noch überhaupt nicht vorbereitet sind. Jetzt ist meine Frage an Sie, ich habe so eine Idee, die mir im Kopf herumspukt, die nenne ich Primatenpolitik. Und das hieße, die klügsten Forscherinnen wie Sie zusammenzubringen und zu fragen, wenn wir einmal begriffen haben, dass wir nicht ein Geschöpf sind, das grundsätzlich anders ist als andere Tiere, sondern wenn wir uns als eines von anderen Tieren begreifen und bei anderen Tieren wissen wir ganz gut Bescheid über deren artgerechte Haltung. Wie sähe die artgerechte Haltung von Homo sapiens aus? Mit anderen Worten, was müssten wir tun in unserer Gesellschaft, damit sie unserer evolutionären Erfahrung und unseren Bedürfnissen als Primaten mehr entsprechen?
Oh, das ist eine gute Frage. Es hängt wahrscheinlich auch immer noch von dem Alter der jeweiligen Person ab. Dafür muss man nochmal skalieren, dass man, je älter man wird, desto mehr lohnt es sich eigentlich auf Bewährtes zu setzen. Also warum ältere Leute konservativ werden, ist klar, weil das, was sie bis jetzt hatten, hat ja funktioniert. Also warum soll man jetzt nochmal was Neues probieren? Macht ja keinen Sinn. Jüngere Leute, ist bei Affen auch so, sind in der Regel eben offener für Veränderungen. Aber ich glaube schon, also ich gebe Ihnen da recht, dass diese unfassbare Beschleunigung, dass wir nicht mehr mitkommen. Kognitiv nicht und emotional auch nicht. Und insofern wäre die Antwort natürlich, das war mal ein Modewort, Entschleunigung. Also, dass man versucht, das Tempo rauszunehmen. Aber es ist unrealistisch. Das wird ja nicht stattfinden. Ich meine, Technologie entwickelt sich und ich meine, da ist wirklich die evolutionäre Frage. Sie kennen dieses nette evolutionäre Spiel. Haben wir Gras domestiziert oder hat Gras uns benutzt, um bisher zu überleben? Ich bin dafür zu sagen, dass die Kühe uns domestiziert haben. Die Kühe uns domestiziert. Aber ich meine, auch hier ist diese Frage der Umkehr. Ich meine, die Technologie benutzt uns, um sich zu entwickeln und sie wird sich mit der maximalen Geschwindigkeit entwickeln und die lässt sich nicht retardieren, die lässt sich nicht modifizieren. Wir können es nicht, wir können keinen Pausenknopf drücken, wir können nicht sagen, jetzt reicht es erstmal mit der Technologie, sondern wir sitzen in diesem Sturm. Ja, genau. Also man könnte sich das vorstellen, aber es ist völlig unrealistisch. Der Stecker wird nicht gezogen werden und es wird auch keine Bremse geben. Und wenn er hier gezogen wird er woanders nicht gezogen werden und das ist noch eine größere Katastrophe. Da gebe ich Ihnen völlig recht. Also insofern bleibt eigentlich nur für uns selber, für die Selbstregulation uns darauf einzulassen und zu sagen, ich gehe mit, aber ich habe auch noch einen Bereich in meinem Leben, wo ich mich dieser Dynamik entziehe. Wo ich sage, okay, heute Abend sitze ich einfach mit meinen besten Freunden oder meiner Familie zusammen am Tisch. Die Handys kommen weg und wir reden einfach miteinander. Also dieses Archaische, früher hätte man sich vielleicht dann ans Lagerfeuer gesetzt. Aber die Wichtigkeit von sozialen Beziehungen, sich immer mitzunehmen, um dann zu sagen, ich gehe aber morgen auch wieder raus und dann habe ich die nächste Version einer KI auf meinem Rechner und also entziehen können wir uns auf gar keinen Fall, aber wir können uns, glaube ich, schon ein bisschen stärker machen, also emotional stärker machen und uns versichern, dass aber unsere kleinen Sozialverbände funktionieren. Wenn Sie sozusagen aus der Perspektive der Primatenforscherin, Sie haben vorhin gesagt, wie unglaublich wichtig Körperkontakt für Primaten ist und dass uns das auch zum Primaten macht, weil das auch für uns sehr wichtig ist. Ich übrigens habe das ganz besonders stark während Covid empfunden, dass für mich eine der belastendsten Einschränkungen war, tatsächlich andere Menschen nicht berühren zu dürfen oder nicht von ihnen berührt zu werden. Nun haben wir alle diese kleinen Dinger in der Hosentasche und haben sie dann auch immer wieder in der Hand und wir haben Kontakt inzwischen viel mehr digital als analog. Was tut das mit solchen Primaten, wenn sie diesen Körperkontakt auf einmal ersetzt bekommen durch ein Simulacrum? Nichts Gutes. Also ich vermute, da gibt's ja jetzt auch die ersten Studien, das weiß ich jetzt nicht, weil ich die alle im Original gelesen habe, sondern weil ich die Zeitung lese, aber dass es immer mehr Berichte gibt von jungen Leuten, die Schwierigkeiten haben, mit anderen Menschen zu reden. In echt. Ja, also die dann auf der Straße stehen und sich nicht trauen, jemand danach zu fragen, wo eigentlich der Hauptbahnhof ist. Und ich glaube, das baut im Grunde Angst auf. Angst im echten Leben. Und Angst ist nie ein guter Berater. Und das macht mir unheimliche Sorgen. Wenn ich mir vorstelle, da sind Leute, die Angst haben, die fühlen sich dann schnell bedroht. Das macht sie dann aggressiv. Also da ist eine ganz negative Dynamik, sehe ich als Kehrseite von der Hypersozialität im digitalen Raum. Was mich einfach interessiert, ist auch unsere Gesellschaft und uns selbst aus dieser Warte zu beobachten und zu sehen, wenn wir denn Primaten sind und wenn wir das denn brauchen. Und wir haben uns gerade und auch erst vor sehr kurzer Zeit diese unglaublich verführerische Technologie in die Hände gegeben, ganz buchstäblich. Und das hat unser Verhalten verändert und es gibt weniger analoge Begegnung.
Und auch die Tatsache, dass analoge Begegnung zum Beispiel bedeutet, dass man dann gegenüber nicht wegswipen kann, wenn es einem auf die Nerven geht, sondern dass man lernen muss, Strategien zu entwickeln, sich auch unter diesen Umständen mit jemandem auseinanderzusetzen und die Situation zu bemeistern. All das, was man in diesem digitalen Raum nicht oder viel weniger tun muss. Das muss doch das Verhältnis dieses Primaten zu sich selbst ziemlich radikal verändern. Ja, auf alle Fälle. Und ich glaube, wir sollten schon sehr darüber nachdenken, an Institutionen wie Universitäten, solange es das noch möglich ist, darauf zu achten, dass wir Seminare haben, die verpflichtend in Präsenz stattfinden, dass wir Exkursionen haben, die verpflichtend von einer Gruppe von Leuten, die in einem Bus wohin fahren. Diese dämlichen kleinen Dinge. Diese dämlichen kleinen Dinge sind, glaube ich, tatsächlich für den Zusammenhalt dieser Gesellschaft und auch für eine Art, miteinander umzugehen, die nicht grausam ist, extrem wichtig. Ich meine, ich lebe in Wien. Österreich ist ein sehr ländliches Land. In Österreich leben die Hälfte der Menschen in Dörfern mit 5000 oder weniger Einwohnern. Und diese Dorfzentren sind meistens leer. Da war früher der Kreisler, wie es hier heißt, der Gemischtwarenladen und das Wirtshaus und die Kirche. Und die sind jetzt alle drei zu. Das ist in dem Speckgürtel gewandert, in die Peripherie, wo die großen Supermärkte sind. In die Kirche geht halt niemand mehr. Und es gibt zum Beispiel städtebauliche Initiativen, Dorfzentren zurückzubauen. Und dafür zu sorgen, dass Menschen Wege haben, die sie im Dorfzentrum absolvieren müssen, weil es halt dort ist, sodass man einander begegnet, auch wenn man es nicht geplant hat. Dass man also sozusagen die Menschen aus ihren digitalen Silos wieder rausbringt in eine analoge Begegnung. Sowas scheint mir für solche Primaten eigentlich sehr sinnvoll, denn das Seltsame ist, wenn wir jetzt noch einen letzten Schritt machen, wenn wir tatsächlich in Demokratien leben wollen, was Demokratie ganz entscheidend von anderen Gesellschaftsformen unterscheidet, ist ein Mindestmaß an Vertrauen. Denn man muss ja davon ausgehen, dass der Mensch, dem man ein Amt gibt, in 4 Jahren es freiwillig auch wieder aufgibt. Dass er sich an Gesetze hält, dass Abmachungen gelten. Dieses Vertrauen braucht, glaube ich, Begegnung. Dieses Vertrauen braucht regelmäßiges Miteinander umgehen. Auf alle Fälle. Also in jeder Hinsicht brauchen wir auch ein Grundvertrauen, nicht nur in die Leute, die wir direkt kennen, sondern die, mit denen wir in einer Straße laufen. Und auch das war eine Studie, die in der Zeitung zitiert wurde, fand ich sehr interessant. Welche Leute sind glücklicher? Und glücklicher sind Leute, die mindestens einmal am Tag mit einer fremden Person einen Smalltalk gemacht haben. Was uns daran erinnert, dass wir zusammen in einer Gesellschaft leben, auch mit Leuten, die uns nicht persönlich nahestehen oder mit denen wir nicht verwandt sind. Und das fand ich sehr schön und ich beherzige das auch, das habe ich schon vorher beherzigt. Also ich finde es einfach ganz schön, wenn man zwischendurch mal kurz mit jemandem über irgendwas redet. Also sei es der Verkehr, das Wetter natürlich, Sport, die Ampel, die nicht umspringt oder man sitzt im Zug, da gibt's immer was zu besprechen. Gibt's immer was zu besprechen, besonders in Deutschland, dankenswerterweise. Und das also so ein Mindestmaß an Sozialität, an Bereitschaft, in einen echten Sozialkontakt zu geben, einen dafür stärkt, auch mit den Widrigkeiten umzugehen, die uns gerade alle um die Ohren fliegen und einen dann auch wieder ein bisschen optimistischer zu machen, weil man denkt, man ist ja nicht alleine. Gibt es da Vergleiche zu anderen Primatengesellschaften? Also zum Beispiel gibt es in denen auch Individuen, die weniger sozial involviert sind, die weniger sozial Teil der Gruppe sind. Und wie geht es denen? Das gibt's auf alle Fälle. Es gibt große, das sind ja alles Persönlichkeiten. Also jeder Pavian oder jeder Makak ist genauso wie jeder Schimpanse sind das immer besondere Tiere. Man kennt die ja individuell, man kennt dann sozusagen seinen Pappenheimer und wir haben eine Studie gemacht, also neben diesen individuellen Unterschieden oder diesen Persönlichkeiten, die die Tiere haben, gibt es dann eben auch diese Altersunterschiede, die ich schon erwähnt habe. Und wir haben dazu eine Querschnittsstudie gemacht an 100 Berberaffen von 3 Jahre alt bis 30. Also da werden die leben in einem Park, die werden richtig alt.
Und die älteren Tiere kommunizieren genauso wie die jüngeren Tiere, nur insgesamt versuchen sie sich einfach rauszuhalten. Die beobachten alles, aber die gehen nicht mehr so gerne in eine physische Interaktion. Ja, sie sitzen am Rand, schauen sich alles an, sind immer noch sehr interessiert an sozialer Information. Wenn man jetzt ein Playback macht, dem was vorspielt, die gucken genauso interessiert. Die beobachten alle Interaktionen in ihrer Gruppe, aber selber initiieren sie keine Nähe mehr. Vermutlich auch aus Schutz. Also es gibt eine große Variation, aber immerhin sind sie noch durchs Beobachten dabei. Aber gibt es überhaupt sozusagen charakterlich weniger soziale Individuen, die das Spiel nicht so mitspielen wollen und die sich von vornherein eher isolieren und nebenbei halten? Ja, auf alle Fälle. Also ich war ja auch in Botswana 1,5 Jahre mit 84 Bärenpavianen unterwegs. Das sind sozusagen die Hooligans der Savanne, ja. Das kann auch nicht jeder sagen. Und da gab es ein paar Weibchen, die haben sich zurückgehalten. Also die hatten auch keine großen Freundschaften und nichts. Dann gab es ein paar Männchen. Einer war besonders schlimm, Roy, der war einfach unglaublich aggressiv. Der konnte nicht einfach mal irgendwo rumsitzen und nichts machen, sondern der musste immer irgendjemandem schnell noch mal eins mitgeben. Und klar gibt's da eine große Variation und man versucht das auch zu verstehen, gibt's dafür also was könnte, aber die Tiere sind so langlebig, dann wissen wir nicht, ob der eine schreckliche Mutter hatte, ja, also. Nein, aber es ist interessant insofern, es gab diese große Harvard-Glücksstudie, wo Tausende von Leuten über, ich glaube, 80 Jahre mitverfolgt wurden. Die Frage war, was ist der Faktor, der glücklich macht? Und ich fand die Schlussfolgerung sehr interessant, denn also Geld hilft definitiv und Gesundheit hilft auch und Ansehen und all das ist hilfreich, aber nicht ausschlaggebend. Was ausschlaggebend zu sein scheint, sind starke soziale Beziehungen, die jemand bauen kann. Und auch wenn dieser jemand krank ist oder wenig Geld hat, solange er diese starken sozialen Beziehungen hat, ist er eher glücklich oder sie als jemand anders. Meine Frage war sozusagen, ist das für andere Primaten auch so? Das ist absolut so und man hat jetzt auch im Affenmodell ganz gut nachvollziehen können, was sind eigentlich die Grundlagen, die physiologischen Grundlagen. Und das ist, wenn man einsam ist man latent gestresst. Und dieser Stress führt zu Entzündungsreaktionen. Das hat dann auch noch ein ganz anderes. Also man wird sozusagen durch Einsamkeit auch krank oder leichter krank. Leute, also Menschen genauso wie Affen, die wenig Sozialkontakte haben, sind im Schnitt häufiger krank und sie leben auch kürzer. Und das sind massive Effekte. Also man hatte sich das mal angeguckt, eine Kohorte von so einer Meta-Analyse mit über 300.000 Leuten, die man angefangen hat zu beobachten mit 65 und dann hat man sich angeguckt, leben die x Jahre, 7 Jahre später noch. Und der wichtigste Prädiktor, die Vorhersagevariable, ob die noch leben, ist, ob die eben ein gutes soziales Netz haben. Und die lebten 50% länger, die Leute, die sehr sozial waren, als die weniger sozial waren. Und das war ein stärkerer Effekt als die aufgehört haben zu rauchen oder aufgehört haben zu trinken. Wo ich ja sage, und wir wissen alle, wie schädlich Rauchen ist. Ja, aber da sieht man mal, wie enorm diese Effekte sind von Sozialität auf Gesundheit. Und das ist bei Affen ganz genauso. Was lernen Sie von den Affen, die Sie beforschen und studieren, über uns? Also am Anfang hat mich immer sehr beeindruckt die Mutter-Kind-Beziehung. Also auch da die Wichtigkeit des Körperkontaktes. Wir sind ja in den westlichen Kulturen, es gibt ja auch nicht so viele Kulturen, wo die Kinder dann ziemlich schnell in Kinderwagen gelegt werden. Also jetzt ist es ja besser, jetzt werden Kinder auch mehr mit rumgetragen. Aber dass wir eigentlich eben Traglinge sind, die rumgetragen werden müssen und nicht weggeschoben, von einem die ganze Zeit weggeschoben werden sollten. Das Interesse überhaupt, das die haben an Babys, finde ich auch sehr lustig. Am Anfang musste ich wirklich viel lachen. Das ist so, wie wenn Menschen in den Kinderwagen reingucken, ja, dann alle auf das Baby starren oder in eine Krippe reinstarren. Das ist bei Affen genauso. Die starren auch wahnsinnig gerne Babys an. Und also wie zentral eigentlich Kinder in der Gesellschaft sind, das fand ich auch sehr berührend. Und dann mag ich gerne, also ich bin einfach gerne mit denen unterwegs, gerade mit den Guinea-Pavianen.
Wenn Sie sagen, Sie sind mit denen unterwegs, das ist mit Abstand oder aus Abstand, beobachten diese Gruppe, oder ist das, ich meine, sind Sie direkt mit denen unterwegs, sind Sie direkt mit denen konfrontiert? Wir sind direkt mit denen unterwegs inzwischen. Also am Anfang waren die natürlich scheu und sind vor uns weggelaufen, und dann hat es mehrere Jahre gedauert, bis sie uns akzeptiert haben, dass wir keine Bedrohung darstellen. Aber inzwischen ist praktisch jeder, der in der Gruppe lebt, kennt uns seit vielen Jahren oder von Geburt an. Und manchmal, also dann laufen die an einem vorbei. Die Männchen, die haben so eine Art, sich zu begrüßen. Das ist so, wir nennen das Tailflick. Die schlagen so mit dem Schwanz mal kurz, ja, den anderen, wenn sie an dem vorbeigehen. Und die haben angefangen, das mit uns zu machen. Oder es gibt Szenen, da muss man aufpassen, dass man nicht einen falschen Schritt macht, damit man nicht auf den Schwanz von denen tritt, wenn da einer neben einem sitzt. Die sind völlig entspannt inzwischen und gucken einen nicht an und beachten einen nicht. Sie haben nicht Angst, dass wir in dem Gary Larson-Cartoon, wo die Leute ganz schnell ihren Fernseher wegräumen, weil die Anthropologen kommen. Ja, das ist natürlich eine berühmte Frage, die wir früher immer gestellt bekommen haben. Wie verhalten sich die Tiere denn, wenn sie nicht da sind? Und dann musste ich immer sagen, das weiß ich nicht, wie die sich dann verhalten. Aber jetzt haben wir ja überall Kamerafallen aufgehängt und können tatsächlich, und es sieht so aus, als würden die tatsächlich nicht Fernsehen gucken, wenn wir nicht da sind. Aber das ist, also sie werden zwar gefilmt, aber sie gucken nicht fern. Ja, nee, aber also es ist tatsächlich, wenn man gut habituierte Tiere hat, dann ist es, ich mag das lieber, wenn man ein bisschen mehr Distanz zu denen hat. Das ist auch unser Ziel. Also wir versuchen dann, wenn einer uns zu nahe kommt, dann versucht man eigentlich wegzugehen. Hat auch was mit Krankheitsübertragung zu tun. Das ist Gott sei Dank, also bei Schimpansen natürlich viel kritischer als bei Pavianen, aber man versucht schon, also wir versuchen immer die Distanz zu halten, weil manchmal steht man da und dann guckt man runter und dann sitzt eben einer genau neben einem, ja. Das war dann seine Entscheidung. Und dann läuft man, also man holt die morgens ab, wir stehen morgens im Dunkeln auf, gehen dann zu den Schlafbäumen, da sitzen die alle noch oben und irgendwann kommen die runter, es wird so langsam hell und dann läuft man mit denen mit und beobachtet die, und manchmal macht man eben das Feldexperimente, die ich sie beschrieben habe, aber man ist tatsächlich mit den Tieren unterwegs. Und das ist für mich eine der schönsten Sachen, die es gibt. Was erhoffen Sie jetzt in Ihrer neuen Forschung? Was ist der Gegenstand Ihrer Forschung jetzt? Was möchten Sie herausfinden? Also wir haben jetzt die Struktur der Gesellschaft ganz gut aufgeklärt. Und wir haben noch zwei große Fragen, die uns beschäftigen. Das eine ist Überlebenswert von verschiedenen Verhaltensstrategien. Also ist zum Beispiel eine Mutter, die sehr intensiv mit ihrem Kind zusammen ist und das immer beschützt, ist das dann förderlich für das Kind oder nicht? Also was hat das so für Konsequenzen für die Entwicklung und das Überleben am Ende? Ein Weibchen, das viel zwischen Männchen wechselt, hat einen höheren Reproduktionserfolg als eines, das mit einem Männchen immer zusammenbleibt. Das sind diese Fragen, also gerade diese langfristige Perspektive sich anzugucken, was sind Lebensgeschichten von Affen? Das ist eine Sache, die uns sehr interessiert. Und die andere ist, wie gehen die eigentlich damit um, dass sich jetzt auch mit dem Klimawandel ihre Umwelt so rapide ändert. Und das tut sie dort. Nicht unbedingt jetzt bei uns im Park, da geht's noch, aber es gibt natürlich so Areale, wo auch Guinea-Paviane leben, die werden zur Wüste. Und da haben wir jetzt einen Antrag gestellt. Wir wissen nicht, ob wir das Forschungsgeld bekommen, aber wir wollten uns tatsächlich mal an verschiedenen Orten in Senegal und in Mauretanien und in Guinea verschiedene Pavianpopulationen angucken und deren Aktivitätsmuster. Wie gehen die damit um, wenn es plötzlich 53 Grad ist? Es wird manchmal wahnsinnig heiß da. Das ist eh schon immer heiß. Tagsüber 45 Grad ist ganz normal. Aber wenn das dann 52 Grad werden, was passiert denn dann? Und das sind Fragen, die wir uns natürlich überlegen müssen oder Antworten, die wir bekommen müssen, um auch vorherzusagen, was wird eigentlich mit Populationen dann passieren. Und wir denken, dass die Paviane ein ganz interessantes Modell sind, weil die eine relativ hohe Flexibilität haben, die sich zusammentun, wie groß die Gruppen sind und so weiter. Und dann können wir uns vielleicht schon mal jetzt so ein bisschen im Querschnitt angucken, wo finden wir eigentlich welche Dichten an Tieren und welche Strategien wenden die an, um mit
Wasserknappheit, Hitze und so weiter umzugehen. Das klingt wirklich faszinierend, wenn Sie da Resultate haben. Vielleicht kommen Sie nochmal in den Podcast und erzählen darüber. Das würde mich sehr freuen. Julia Fischer, herzlichen Dank, dass Sie mein Gast waren im Blomcast, und ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Arbeit und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören. Abonnieren Sie, sagen Sie Ihren Freunden Bescheid über diesen Podcast oder, wie ich manchmal sage, auch Ihren Lieblingsfeinden. Die können vielleicht auch noch was da lernen. Julia Fischer, herzlichen Dank. Wiederschauen. Wiederschauen. Vielen Dank.